Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute wird mal nicht gekocht, sondern gebacken, denn es ist ja bald Weihnachten. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir machen heute nochmal super leckere Kekse. Die gehen echt super schnell und einfach und dauern mit Teigzubereitung ungefähr 20 Minuten. Denn wir machen heute richtig leckere Marzipankekse. Und wer Marzipan gerne isst, der kommt hier voll auf seine Kosten. Ja, dann will ich euch mal nicht weiter auf die Folter spannen und würde sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Zutaten: 200 Gramm Marzipan, ein Ei, 80 Gramm Puderzucker, 110 Gramm Mehl, ich habe hier Weizenmehl vom Typ 405 genommen, 100 Gramm gemahlene Mandeln, ein Teelöffel Zimt, eine Prise Salz und ein paar Mandelplättchen. Als erstes wird das Marzipan über eine Reibe fein gerieben, so lässt es sich später im Teig deutlich besser verkneten. Um das Marzipan gut reiben zu können, ist es vom Vorteil, es ein paar Stunden im Kühlschrank liegen zu lassen. So wird es schön hart und man kann es wunderbar reiben. Als nächstes benötigen wir ein Ei. Ich habe hier ein Ei der Größe M genommen. Jetzt trennen wir das Eigelb vom Eiweiß. Das Eigelb in eine separate Schüssel geben, da wir es später noch brauchen. Zu dem geriebenen Marzipan geben wir jetzt das Eiweiß, die Prise Salz, den Zimt, die gemahlenen Mandeln, das Mehl und den Puderzucker. Jetzt wird der Teig erstmal gut in der Schüssel geknetet. Da in diesem Teig keine Butter ist, dauert das etwas länger. Der Teig sollte jetzt in der Schüssel so lange geknetet werden, bis er eine krümelige Konsistenz erreicht hat. Wenn es soweit ist, geben wir den Teig auf unsere Arbeitsfläche. Und hier wird er mit beiden Händen richtig kräftig durchgeknetet, bis er eine schöne, geschmeidige Konsistenz bekommt. Den Teig, den müsst ihr jetzt auch gar nicht mehr so lange kneten, sondern wirklich nur so lang, bis er eine schöne, geschmeidige und kompakte Konsistenz hat. Das ist bei diesem Teig dann soweit, wenn er auf der Arbeitsfläche nicht mehr klebt. Eigentlich kann man immer sagen, wenn die Arbeitsfläche vom Teigkneten wieder sauber geworden ist, hat der Teig genau die richtige Konsistenz. Jetzt nehmen wir von unserem fertigen Teig immer kleine Stücke ab und formen sie zu einer Kugel. Die Kugel setzen wir dann auf ein Backblech, das wir vorher mit Backpapier ausgelegt haben. Dann nehmt ihr euch eine Gabel und taucht sie in Mehl. Mit der Gabel drückt ihr dann die Kugeln platt. So entsteht ein schönes Muster. Den Ofen, den solltet ihr auf 160 Grad Umluft vorheizen. Jetzt macht ihr immer weiter Kugeln und drückt sie schön mit der Gabel platt, bis euer Backblech gefüllt ist. Ich habe aus dem Teig insgesamt 25 Plätzchen bekommen. Was sind denn eigentlich eure Lieblingsweihnachtsplätzchen? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich persönlich esse ja am liebsten die Kulleraugen. Das sind die Plätzchen, die mit Marmelade gefüllt sind. Und wenn das Blech voll ist, benötigen wir das Eigelb. Das verquirlen wir jetzt gut mit einem Pinsel. Dann werden alle Plätzchen mit dem Eigelb gut bestrichen. Das Bestreichen mit dem Eigelb sorgt später für einen tollen Glanz und so halten auch unsere Mandelplättchen besser auf dem Plätzchen. Wenn ihr jetzt keine Mandelplättchen haben solltet, könnt ihr die Kekse zum Beispiel auch gut mit Hagelzucker bestreuen. Ich gebe jetzt über die Plätzchen noch die Mandelplättchen. Die sollte man jetzt nicht unbedingt nur so mit den Händen darüber streuen, sondern lieber einzeln belegen, damit nicht so viel daneben geht. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch zum Beispiel gehackte Nüsse oder Hagelzucker zum Bestreuen nehmen.
Wenn alle Kekse bestreut sind, kommt das Ganze für 10 bis 15 Minuten bei 160 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen. Meine Kekse waren insgesamt 12 Minuten im Backofen. Wenn die Kekse fertig gebacken sind, bitte sofort vom heißen Backblech ziehen, damit sie nicht mehr nachgaren. Sonst werden sie später einfach viel zu trocken und auch sehr hart. Und hier ist es, unser fantastisches Ergebnis. 25 super leckere Marzipankekse und die duften richtig toll nach Weihnachten. Man riecht Marzipan, Zimt und Nüsse. Einfach fantastisch. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!